Du tippst ein Wort ein, drückst Enter und in weniger als einer Sekunde durchsucht Google Milliarden von Seiten. Aber tut es das wirklich? Die Antwort ist überraschend: Nein. Und genau dieser Trick ist das ganze Geheimnis. Räumen wir zuerst mit einem Denkfehler auf. Die meisten stellen es sich so vor: Du suchst etwas und Google rennt los, öffnet das ganze Internet und schaut jede Seite einzeln durch. Bei Milliarden von Seiten wäre das selbst für die schnellsten Computer der Welt unmöglich. Die Wahrheit ist, Google durchsucht das Internet nicht, wenn du suchst. Es hat das Internet schon vorher durchsucht. Wenn du auf Enter drückst, schlägt Google nur noch in einer riesigen, vorbereiteten Liste nach. Wie das funktioniert, bauen wir jetzt Schritt für Schritt auf. Alles beginnt mit dem Crawling. Google schickt kleine Programme los, sogenannte Crawler. Der bekannteste heißt Googlebot. Stell dir den Googlebot wie einen unermüdlichen Leser vor, der durch das Web wandert. Er öffnet eine Seite, liest sie und folgt dann jedem Link auf dieser Seite zur nächsten. Links sind dabei wie Straßen zwischen den Seiten. Über sie hangelt sich der Bot von Seite zu Seite, Tag und Nacht. So entdeckt Google ständig neue und aktualisierte Seiten. Aber entdecken allein reicht nicht. Denn eine Seite nur zu kennen, heißt noch lange nicht, sie blitzschnell finden zu können. Hier kommt der wichtigste Schritt, das Indexieren. Google liest den Inhalt jeder Seite und trägt ihn in einen gigantischen Index ein. Und jetzt kommt der entscheidende Trick. Denk an das Stichwort Verzeichnis hinten in einem Buch. Du willst wissen, wo das Wort Katze vorkommt. Liest du dafür das ganze Buch? Natürlich nicht. Du schlägst meine Nu Katze im Verzeichnis nach und dort steht Seite 12, Seite 48, Seite 200. Genauso funktioniert Googles Index. Man nennt ihn einen invertierten Index. Normalerweise würde man denken, jede Seite hat eine Liste ihrer Wörter. Google dreht das einfach um. Jedes Wort hat eine Liste aller Seiten, auf denen es vorkommt. Das Wort Katze zeigt direkt auf alle Seiten mit Katze. Deshalb muss Google bei deiner Suche nicht Milliarden Seiten lesen. Es schlägt nur dein Wort nach und hat sofort die passende Liste. Aus alles durchsuchen wird einmal nachschlagen. Das ist der Kern des ganzen Tempos. Aber da ist noch mehr. Denn diese Listen sind selbst gewaltig. Deshalb liegt der Index nicht auf einem einzigen Computer. Er ist auf Tausende von Servern aufgeteilt. Wenn du suchst, geht deine Anfrage nicht an eine Maschine, sondern an viele gleichzeitig. Erinnerst du dich an Parallelität? Genau das passiert hier. Jeder Server durchsucht seinen eigenen kleinen Teil des Index. Alle zur selben Zeit. Danach werden die Ergebnisse in Sekundenbruchteilen zusammengeführt. Tausende Helfer, die parallel arbeiten, statt einem, der alles allein schaffen muss. Jetzt hat Google eine Liste passender Seiten. Aber welche kommt nach oben? Hier kommt das Ranking. Google bewertet jede Seite nach Hunderten von Signalen. Wie gut passt sie zur Frage? Wie viele andere vertrauenswürdige Seiten verlinken auf sie? Wie aktuell ist sie? Das ist die Idee hinter dem berühmten PageRank. Ein Link ist wie eine Empfehlung. Und all das, bewerten und sortieren, geschieht in Millisekunden. Ein letzter Helfer ist der Cache. Beliebte Suchen werden zwischengespeichert. Fragen. Millionen Menschen dasselbe. Muss Google die Antwort nicht jedes Mal neu berechnen. Setzen wir alles zusammen. Google durchsucht in deiner einen Sekunde nicht das Internet. Es hat vorher gecrawlt, vorher indexiert und in dem Moment, in dem du suchst, schlägt es dein Wort in einem invertierten Index nach. Verteilt auf tausende Server. Parallel.
und sortiert das Ergebnis nach hunderten Signalen. Die eigentliche Magie ist also nicht Geschwindigkeit beim Suchen, es ist Vorbereitung. Google ist so schnell, weil es die schwere Arbeit längst erledigt hat, bevor du überhaupt zu tippen beginnst. Und das ist der Trick hinter der 1 Sekunde. Wenn dich solche Dinge fasziniert haben, abonnier den Kanal. Dann nehmen wir uns beim nächsten Mal das nächste Stück Technik vor. Einfach und klar erklärt. Bis dahin, abonniere unseren Kanal für mehr.